Der Schweizer Aktienmarkt ist fulminant ins 2025 gestartet. Gemessen am Swiss Performance Index können sich die Investoren über die beste Januar-Performance seit der Jahrtausendwende freuen. Über die Gründe dieser erfreulichen Performance und welche Opportunitäten sich daraus ergeben, möchte ich gerne mit Michael Heberli sprechen, leitender Portfolio-Manager des Dividendenfonds. Michael, der Schweizer Aktienmarkt startete fulminant ins 2025. Was waren die Gründe dafür? Wir schätzen die Kombination aus überzeugenden Zahlenabschlüssen für das abgelaufene Jahr, eine günstige Bewertung im historischen sowie im internationalen Kontext sowie die bevorstehende Dividendensaison als Kurstreiber ein. Zudem konnten wir beobachten, dass aufgrund der gesunkenen Zinsen in der Schweiz die Nachfrage nach Dividendentiteln überdurchschnittlich gestiegen ist. Stichwort Dividendensaison. Wie steht der Schweizer Aktienmarkt im internationalen Kontext da? Dank der hohen Innovationskraft und der guten Marktstellung erzielen viele Schweizer Unternehmen attraktive Margen und entsprechend hohe Cash Returns. Die Kombination aus hoher Cash-Generierung sowie einer freundlichen Ausschüttungspolitik führt zu einem äußerst attraktiven Ausschüttungsprofil des Schweizer Aktienmarktes. Mit einer Dividendenrendite von rund 3% befindet sich der Schweizer Aktienmarkt klar über den gängigsten internationalen Vergleichsindizes. Und welchen Einfluss hat die Dividendenrendite auf die gesamte Performance des Schweizer Aktienmarktes? Historisch betrachtet tragen die reinvestierten Dividenden zu rund 50% der langfristigen Performance bei. Die restlichen 50% stammen aus der positiven Kurspreisentwicklung der jeweiligen Unternehmen. Michael, du verhandelst dort den Schweizer Dividendenfonds. Welche weiteren Kennzahlen schaust du an, um das Ausschüttungsprofil der Unternehmen zu bewerten? Wir verfolgen einen holistischen Ansatz, sprich wir schauen nicht nur auf die Dividendenrendite, sondern auch auf andere Kennzahlen. Nebst der Dividendenrendite schauen wir uns die Nachhaltigkeit der Ausschüttungen an, sprich ob die Dividende wirklich operativ erwirtschaftet wurde. Zudem evaluieren wir das Potenzial für zukünftige Dividendenerhöhungen und zukünftige Aktienrückkäufe. Wir sind überzeugt, dass dieser holistische Ansatz Weitsicht und Stabilität ins Portfolio bringt. Ein häufig erwähnter Schwachpunkt einer Dividendenrendite ist, dass die Unternehmen die Mehrheit der Gewinne an die Aktionäre ausschütten, anstatt zu reinvestieren. Wie begegnest du diesem Trade-off? Es ist in der Tat so, dass das Management bei jedem einzelnen Franken abwägen muss, ob dieser Franken in das Unternehmen reinvestiert wird oder ob dieser Franken den Aktionären ausgeschüttet wird. Wir identifizieren Unternehmen, die dank der hohen Cash-Generierung auf der einen Seite wertsteigende Investitionen finanzieren können und auf der anderen Seite noch genügend Cash vorhanden haben, um signifikante Kapitalbeträge an die Aktionäre auszuschütten. Eingebettet in einen spannenden Investment Case sehen wir diese Unternehmen als sehr attraktive Investmentopportunitäten. Dein Ansatz hat in den vergangenen Jahren nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis ausgezeichnet funktioniert. Denn während den letzten 3 Jahren konntest du den Benchmark konstant outperformen. Und du bist dazu auch ausgezeichnet ins 2025 gestartet. Für deine Ausführungen danken wir ganz herzlich und wünschen dir weiterhin Erfolg für deine Strategie. Danke, Stefan.